Ja, ich hatte noch gerade genug Speicherplatz hier auf meinem Telefon, um alle Löcher ein wenig zu filmen und auch ein paar Drohnenaufnahmen zu machen. Do you live here in Brazil? I've lived here for 47 years and I'm a director of the golf club. Oh. Proud director. Oh, that's interesting. In your view, what makes this course here special and why should people come and play here? Well, first of all, you're surrounded by beautiful mountains. You're 1,000 meters above sea level, so it's fresh, clean air. There's a river running through the course. It's really picturesque. It's tight, but it's picturesque. Bring lots of golf balls, that would be my advice. Good. Well, thank you very much for your views and maybe we can chat a little bit more later. For sure, and we're very welcome to receive visitors from anywhere in the world. Okay? Thank you very much. And good luck with your game. Also dieser Platz hier wurde offenbar von einem Trent Jones 1934 entworfen. Der gleiche, der den Itaanga Club in Rio entworfen hat. Und wie mir gerade hier ein Spieler sagte, dieser Platz hier sei schwierig, um ein Paar zu erlangen, aber leicht, um Bogies zu spielen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Das erste Loch direkt ein Par 5. Das ist natürlich auch gleichzeitig das 10. Loch mit ganz leicht anderen Entfernungen, aber eigentlich die gleiche Teebox. Und hier die unterschiedlichen Farben kennzeichnen dann, ob man sich an der ersten Runde oder der zweiten Runde befindet. Und der Damenabschlag hier ziemlich weit vorne, wie das ja bei einem Par 5 oft der Fall ist. Ich habe noch 160 Meter bis zum Grün. Der Senioreneingang ist ziemlich klein, 3 Bunker davor. Also muss man hier auch ein bisschen aufpassen, denn bis zum Grün schaffe ich es nicht von hier aus. Der Platz ist ja eng angelegt zwischen Fluss und Berg und deswegen muss man manchmal hier an diesem Fluss entlang gehen, um zum nächsten Loch zu kommen. Hier also vom ersten Grün bis zum zweiten Abschlag. Alles sehr schön angelegt, tropisch halt, aber angenehme Temperatur. Hier der zweite bzw. 11. Abschlag geht hier über den Fluss auf die andere Seite. Interessant, hier statt Bunker ein kleines Wasserhindernis in Form eines Bunkers vor dem Grün. Da kann man auch Pech haben, wenn man da drin landet. Hier das dritte Loch, ein Par 4. Die Abstände scheinen aber Yards zu sein, denn meine Uhr zeigt hier 320 Meter etwa. Und wieder eine wirklich schöne Landschaft. Die Quero-Queros. Mein Tipp: kommt am besten selber hierher und spielt und genießt diesen schönen Platz, der wirklich interessant zu spielen ist. Nicht ohne Herausforderungen, in einer schönen Landschaft, angenehmes Clubhaus, wo man noch gut essen kann übrigens. Und das Ganze ist wirklich nicht so weit weg von Rio. Lohnt sich für einen Tagesausflug hierher zu kommen. Und sehr viel bessere Green Fees zu bezahlen, sehr viel günstiger als jeder Platz in Rio selber. Hier, diesen Abschlag finde ich ganz gut, dieses Loch.
auf der anderen Seite vom Fluss. Und dann muss man hier hochspielen. Und das Grün ist hier oben auf dieser Plattform. Also der vierte Abschlag, Par 3, ist dort unten. Aber wenn man das zweite 9 Löcher spielt, ist der 13. Abschlag zum gleichen Grün auch ein Par 3 ab hier. Knapp das Grün verpasst und auch den Bunker. Das 5. Loch, ein Par 4. Aber ein sehr schöner Abschlag hier. Laut meiner Uhr, die Meter anzeigt, sind es 406 Meter bis Mitte Grün. Fairway liegt ein Stück weiter unten, wie man sieht. Und die Landschaft begeistert mich immer wieder. Hier das ganze Grün von dem Par 3, was das Berg hochgeht, ist von Bunkern umzingelt. Ziemlich unangenehm. Mein Ball ist da vorne. Ja, hier das schwierigste Loch, ein Par 4, 409 Meter. Auch ein relativ langes Par 4 mit erhöhtem Tee. Sieht Wie man sieht, ist hier die Spielbahn auch tiefer gelegen, ziemlich breit. Ein bisschen Wind ist jetzt aufgekommen. Diese Bahn läuft in Richtung des großen Clubhauses mit Schwimmbad und Pferdeställen. Denn das war zumindest ein bekannter Social Club, wo wohlhabendere Leute aus Rio oder hier aus der Gegend ihre Wochenende verbrachten oder immer noch verbringen. Um mal hier zu zeigen, wenn man hier den 17. Abschlag spielt als Par 3, ist das reichlich weit, plus dieser Fluss in der Mitte. Aber ich muss jetzt schauen, wo mein 8. Loch ist. Hier gefunden, 100 Meter, ungefähr 110 Meter Mitte Grün, aber unangenehmes Par 3, denn hier ist dieser Fluss in der Mitte, die Brücke und da hinten das Grün. Hier neben dem Grün vom 17. Loch ist der Abschlag vom 9. bzw. 18. Loch.
ein Paar 5. Wieder eine Gelegenheit, seinen Ball zu verlieren, denn man muss wieder hier über diesen Fluss schlagen auf die andere Seite des Flusses. Hier vom Abschlag für Normalsterbliche 483 Meter. Für das Paar 5 ist es ein bisschen leichter, aber man muss trotzdem hier über den Fluss. Und hier wäre ein Entfernungsmesser ganz gut, denn meine Uhr zeigt das nicht so gut an, wie weit dieses Wasser weg ist. Ich muss also einfach mal so weit schlagen, wie ich kann. Es hat aber geklappt. Für die, die kein Glück gehabt haben, ist hier die Dropping Zone. Allerdings muss man auch hier über das Wasser rüber. Und das ging ganz gut. Mit dem zweiten oder dritten Schlag, wenn man hier Layup machen will, muss man allerdings wieder über das Wasser. Und hier ist ein Baum im Weg. Nicht so gut, doch ein Risiko. Ich werde also hier Richtung Brücke spielen und von dort dann weiter aufs Fairway. Und hier das 9. bzw. 18. Grün vor dem Clubhaus. Wie man sieht, Grün ist nicht völlig flach, sondern onduliert, hügelig. Das sind alle Grüns hier. Ich hoffe, euch hat dieser Eindruck hier gefallen. Wie gesagt, am besten kommt ihr mal hierher. Es lohnt sich hier zu spielen, wie auch in Petropolis. Da habe ich dieses schöne Hemd hier ergattert. Petropolis oder Itaipava ist mit dem normalen Linienbus für fast gar nichts, für sehr wenig Geld zu erreichen, in etwa 2 Stunden. Mit dem eigenen Auto geht es natürlich sehr viel schneller, wenn man ein Auto mietet. Dann könnte man also, sagen wir mal, an einem Tag hier in Teresopolis spielen, in einem netten Hotel übernachten und dann am zweiten Tag in Petropolis oder umgekehrt und dann zurück nach Rio fahren. Also, danke fürs Zuschauen und wenn euch der Film hier gefallen hat, dann gebt ihm doch ein Like oder abonniert den Kanal, ist auch möglich, oder beides sogar. Und jetzt kommt noch ein kleiner Clip mit Drohnenaufnahmen von oben.